Ja, also ich möchte Sie recht herzlich willkommen heißen. Ich entführe Sie heute ein bisschen querbeet durch unseren Körper, weil ich denke, es ist immer wichtiger, und das habt ihr auch in den Vorträgen bisher erlebt, es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, was geht in unserem Körper eigentlich vor, weil wir haben ganz besondere Zeiten. Es wird überall gesprochen, Schwingungserhöhung, Aufstieg etc. Ja, was heißt denn das eigentlich? Was heißt das? Was bedeutet das für unseren Körper? Und wie kann der Körper mit diesen, sage ich jetzt mal, Einflüssen, wir sprechen auch von Interferenzen, überhaupt damit umgehen? Ich fand es ganz interessant. Ihr habt ja viele Vorträge hier schon gehört. Ich habe auch mit wirklich großem Interesse und Spannung alles verfolgt. Und da waren für mich auch sehr, sehr interessante Bezüge da. Und die geben euch eigentlich die Chance, das Puzzle der Einzelteile, das ihr hier bekommt und das wirklich Geistreich und Nexus-Team so fabulous zusammengestellt hat. Das ist so eine wunderbare Zusammenstellung von neuem Wissen, was praxisbezogen ist und was euch eben auch Lösungen anbietet in der heutigen Zeit, besonders eben durch diese Zeit zu kommen mit sehr, sehr viel Kraft und Motivation. Also diese mathematischen Relationen, die ziehen sich quer durch unsere Vorträge. Auch bei mir werdet ihr das sehen. Also weil ja Körper und Geist sind in diese mathematischen Relationen eingebunden. Das werdet ihr nachher gleich sehen, ohne euch da auch zu langweilen. Dann haben wir über die biologischen Naturgesetze einiges gehört und Konfliktlösungen, ja, Konflikte, wie entstehen Konflikte? Auch das sind alles Themen, die hier in dieses Thema Hochfrequenz reinspielen. Thema Elektrosmog, auch der Einfluss von Elektrosmog. Warum? Das habt ihr sicherlich auch schon hier gehört. Warum ist Elektrosmog so schädlich auf unseren Körper? Warum wirkt er? Aber wie kann man entgegenwirken? Mit welchen Mitteln kann jeder? Mit natürlich Gerätschaften gibt es viele, gibt es ganz tolle Sachen, wir haben super Leute hier, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die wir selber vielleicht manchmal noch gar nicht bewusst wahrgenommen haben, welche Möglichkeiten wir haben. Also es geht hier auch immer um Praktikabilität. Wir haben über mentale Stimuli einiges gehört, auch ganz wichtig. Was strömt da auf uns ein? Von allen Ebenen, ja, im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch, ja, von oben und auch von der Erde, das haben wir auch schon verstanden. Nahrungsmittel, jetzt gerade dieser tolle Pilzvortrag, der ja auch, also Pilze sind ja auch ein Thema, wo wir eben diese Kombination, und das wird in meinem Vortrag hier auch kommen, diese Verbindung von Biophysik und Biochemie. Das heißt Biochemie im Körper, wenn ich bestimmte Dinge zu mir nehme, aber ich kann auch über Frequenzen ganz zielgerichtet den Körper beeinflussen. Und das geht manchmal viel, viel schneller und effektiver als nur die Biochemie, weil da muss es ja erst verstoffwechselt werden und die Frequenz wirkt sofort. Und das ist eben auch etwas, was ihr nachher auch noch erfahren könnt. Ja, also, und es geht eigentlich darum, was ist das Ziel? Das Ziel ist eben, den inneren Heiler wieder in Gang zu bringen, weil wir fragen uns, wir haben einen inneren Heiler, aber warum funktioniert der nicht so? Da gibt es ja Gründe, der hat Blockaden, Ladehemmung würde man vielleicht sagen. Aber das sind Dinge, auch da möchte ich euch einige Antworten geben, die euch verstehen lassen, was können wir tun, damit dieser Selbstheilungsimpuls unseres Körpers wieder von alleine anspringt. Ja, und dann ist noch eine Sache, die mir auch ganz sehr am Herzen liegt. Wir sind alle Individuen. Wir sind nicht alle gleich. Jeder hat eine eigene DNA, also beschriebene Chromosomenstränge, und die sind wertvoll. Und diese wertvollen Informationen, die gilt es auch zu bewahren, freizulegen von irgendwelchen Blockaden und wieder in Schwingung zu bringen. Und das sind wir eben schon auch beim Thema, weil Hochfrequenz hat ganz viel mit Schwingung, mit Pulsation, mit Winkeln, mit Vibration zu tun, ja. Und es hat natürlich auch ganz viel mit Wasser zu tun. Und das interagiert, und auch das Thema Wasser ist ja vielen Menschen bekannt, aber nur hexagonales Wasser ist der Beginn einer längeren Geschichte. Die Magie des Wassers ist noch längst nicht in allen Facetten entdeckt, aber wir sind heute schon sehr, sehr viel weiter. Die Königsdisziplin der Wasser
Behandlung liegt nicht nur in der Energetisierung, sondern eben auch in der Individualisierung. Und das sind eben ganz, ganz neue Aspekte, die möchte ich euch nachher mal vorstellen in der Präsentation, damit ihr versteht, was macht das mit mir? Warum kann ich damit bestimmte Prozesse in meinem Körper anders beeinflussen, als wenn ich mich jetzt nur mit irgendwelchen, ich sage es jetzt mal so deutlich, Festfrequenzinformationen zutröne. Das ist ein Weg, der wichtig war, und diese Festfrequenzen, die wir über die Bioresonanzen bekommen, die sind technisch erzeugt. Das war gut, es war wichtig, reif etc. Ihr kennt das alle. Das waren Prozesse, die wichtig waren, damit diese Entwicklungen, die wir heute haben und die wir sehen können und anwenden können, damit das reift. Ja, also es sind immer Prozesse, und das ist eben unsere neue Zeit. Wir können sehr, sehr viel Wissen jetzt aufnehmen und eben wissen, was praxisbezogen ist. Und das sollten wir auch anwenden, weil sonst wird es ernst für die Menschheit. Wir müssen den nächsten evolutionären Sprung in unserer, ich sage es so deutlich, DNA-Entwicklung vorwärts bringen, aktivieren, manifestieren und festigen. Das sind wirklich Aufgaben, die vor uns jetzt stehen. Und wenn wir über Bewusstseinserweiterung sprechen, dann sprechen wir auch ganz konkret über unseren eigenen Mikrokosmos. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, was geht in unserem Körper vor. Was ist der Mikrokosmos? Wie reagieren bestimmte Organe in unserem Körper miteinander, und warum reagieren sie nicht? Und wir haben das leider in der Biologie in der Schule nicht so befriedigend gelernt, und die Wissenschaft war ja zum Teil auch nicht so weit. Aber ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr jetzt bestimmte Dinge, ich nehme euch jetzt einfach dann auch mit in diesen körperlichen Mikrokosmos, und ihr könnt aus diesen verschiedenen Puzzeln, die wir eben in den Vorträgen, aber auch die ihr jetzt bei mir nochmal hört, euch selbst ein Bild machen und könnt dadurch individuelle Schlüsse für euch, für eure persönliche Entwicklung, die eben nicht nur auf der physischen Ebene stattfindet, sondern eben auch auf der geistig-spirituellen Ebene. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir über die geistig-spirituelle Ebene die Physis viel, viel schneller beeinflussen können, vorwärts entwickeln können, als wir das jetzt nur mit physischen Aspekten tun. Aber wie gesagt, das ist jeder ist individuell, jeder hat so seine eigenen Triggerpunkte und kann damit spielerisch dieses Lebensspiel, in dem wir hier alle teilnehmen, gemeinsam begehen. Und vergesst nicht, ihr selber, ihr seid ein Mikrokosmos, der aussendet. Wir alle sind nicht nur Empfänger, wir sind auch Sender. Wir beeinflussen unser gesamtes Umfeld und damit natürlich nicht nur das nahe Umfeld, sondern eben auch den Makrokosmos. Und das muss uns bewusst sein, dass eben Hochfrequenz in bestimmten Dimensionen, und das geht dann schon in die Skalarwellentechnologie rein, Dimensionssprünge machen kann. Und das heißt also, wir haben die Chance, heutzutage mit den neuen Möglichkeiten, die uns eben auch die Technik, aber natürliche Technik, eben keine Technik, die menschenfeindlich ist, sondern Technik, die wirklich auf den Grundprinzipien des Universums existiert, dass diese entwickelt wurde oder wiedergefunden wurde, wenn ich so sagen darf, wenn diese Technologie uns heute zur Verfügung steht, um eben diese Quantensprünge in unserem Bewusstsein, die jetzt anstehen, vorwärts zu treiben. Und wir wissen ganz sehr, diese Quantensprünge, die laufen in logarithmischen Rhythmen. Das sind wirklich Sprünge. Das sind nicht immer schöne gerade Linien. Und da gibt es eben auch Aussetzer und da gibt es Stagnationen. Und diese spiegeln sich natürlich auch in unserem Körper wider. Das heißt also, jeder von uns hat ein eigenes Schwingungsspektrum. Und leider ist es so, dass heutzutage, ich würde sagen, bei 80% der Menschen diese Schwingungen nicht sehr harmonisch sind. Die haben Aussetzer, die haben Lücken, die haben Überschläge, Unterschläge. Ich zeige euch das jetzt gleich mal an einem Bild. Aber zuvor werdet ihr euch bestimmt fragen, was hat diese Hummel, und den Vogel kennt ihr, den Kolibri, was hat das da mit dem Bild zu tun? Und gut, mit dem Wasser, das kann sich jeder noch vorstellen. Ja, eine Idee, aber ich denke, bevor wir jetzt in lange Diskussionen kommen, beantworte ich es mal selber. Wir fragen uns, warum fliegt die Hummel? Die Hummel fliegt
Weil sie summen kann. Sie summt, sie gibt Töne ab, sie erzeugt eigene Hochfrequenz. Durch diese eigene Hochfrequenz, die sie erzeugt, ist sie in der Lage zu levitieren. Zweiter, der Kolibri hält sich in der Luft. Warum hält er sich in der Luft? Und durch Vibration, durch Oszillation, also verstärkte Flügelschwingung, die in einer solchen Geschwindigkeit vor sich geht, dass man das gar nicht mehr sieht. Und da sind wir schon beim Thema Hochfrequenz. Was ist Hochfrequenz? Das ist Geschwindigkeit. Das ist ein Maß auch für Geschwindigkeit. Und bitte jetzt nicht erschrecken, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Bilder, wie man Hochfrequenz auch bildlich darstellen kann oder Frequenzen darstellen kann, damit ihr einfach mal eine Idee bekommt, wie sieht so eine Frequenzwelle aus. Ja, also schaut mal hier, wir sehen, ich glaube, ihr seht es gut, ihr seht den Glockenklang, den Vogelgesang, Heavy Metal Gitarre, ja, Mozart Musik, Herzinfarkt und ihr seht auch einen Kristallemitter, das heißt also da werde ich später noch mal drauf eingehen, wie also bestimmte Kristallfrequenzen auch auf unseren Körper wirken. Ihr kennt die Schumann-Frequenzen alle. Das ist klar, Erdschwingung, Puls, brauche ich nicht weiter einzugehen. Megahertzbereiche und Gigahertzbereiche, das ist etwas, wo wir in den Hochfrequenzbereich kommen. Das heißt also, es ist wichtig für euch zu wissen, Hochfrequenz ist eine Kommunikationssprache unseres Körpers und auch der intakten Natur. Das heißt also, diese Schwingungen, macht euch das wirklich mal bewusst. Viele von euch kennen den Tesla-Oszillator. Wir haben hier auch den Tesla-Oszillator, den bauen wir selber hier in Deutschland. Da haben wir 144, ich wiederhole nochmal, 144 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, bis 150. Wir haben in dem Vortrag über Ägypten auch immer über diese magische 144 gehört. Das zieht sich durchs ganze Universum. Interaktion, das gibt immer wieder diese Gleichnisse, wo wir diese Zahlen finden. Also es geht um unwahrscheinliche Geschwindigkeiten. Wir reden aber auch über die Mitochondrien, die Mikrotubuli, die Telomere. Ihr habt bestimmt schon davon gehört, das sind die Teile, die eben das Altern stoppen können oder beschleunigen können. Ja? Das sind alles Elemente in unserem Körper, die eben bis hin eben auch in die Gehirnreale der Zirbeldrüse, die schwingen, wenn wir Gedanken haben im Gigahertzbereich. Wenn ihr denkt, das läuft nicht biochemisch durch den Körper ab, wenn ihr den Finger auf den Ofen legt, das läuft nicht der Impuls biochemisch. Oh, jetzt muss ich irgendwie den Finger wegziehen. Das läuft in Blitzteilen, Elementen von Sekundenteilen, die man gar nicht abschätzen kann. Also wir haben ein funktionierendes elektrisches Netzwerk in unserem Körper und nicht nur ein elektrisches, sondern ein elektromagnetisches Netzwerk. Und Hochfrequenz, da reden wir nicht nur über Elektrizität, sondern Elektromagnetismus. Deshalb wirken diese beiden Elemente zusammen. Viele Leute kennen Magnetmatten und so weiter, die wirken schon super. Viele Leute kennen Elektrotherapie, allein wirkt super. Aber die Kombination von elektrischen Elementen oder elektrischen Wellen und magnetischen Wellen, die dann ganz speziell im rechten Winkel zueinander stehen, die sind ganz besonders dienlich für unseren Körper, weil das gesamte Universum ist ein elektromagnetisches Feld. Ja, also Fazit ist ja eigentlich, wir müssen es schaffen, die Vibrationsgeschwindigkeiten, die Oszillationsgeschwindigkeiten, die Schwingungsfrequenz unseres Körpers zu erhöhen, weil das gibt uns mehr Gesundheit, das gibt uns mehr Vitalität, Kraft, Inspiration, öffnet hier natürlich viele Energiekanäle und steht eben auch für Langlebigkeit und Verjüngung. Wenn wir jetzt mal ganz kurz auf einige, über diese Slide könnten wir ewig reden, aber ich möchte euch nur mal einen Eindruck geben. Das sind alles Hochfrequenzorgane. Wie können wir die beeinflussen? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wenn Leute also Blutdruckprobleme haben, Herzrhythmusstörungen, dann ist das ein Thema auch, das muss man sich einfach anerkennen, der Liebesfähigkeit. Wir müssen wieder diese Liebesfähigkeit
und die Freude entwickeln, die Freude, die kindliche Lebensfreude. Die Kinder machen uns das vor, die können sich über ganz simple Dinge freuen. Auch dieses Thema des Mitgefühls, der Empathie, das ist die Fähigkeit, wir haben das hier auch bei einem Vortrag gehört, sich in die Lage versetzen zu können, wirklich, was fühlen andere Menschen. Damit muss ich nicht immer konform gehen, aber diese Art, allein diese Denkart erzeugt Hochfrequenz in unserem Körper, weil wir interagieren dann über dieses Quantenfeld mit dieser anderen Person und damit treten wir in Resonanz auch mit Hochfrequenzen. Ich möchte nochmal sagen, Hochfrequenz ist nicht in jedem Sinne, das wisst ihr ja am 5G-Thema, nicht immer positiv. Die Hochfrequenz hat eine Grundwelle, also wir haben ja diese beiden Wellen, Elektromagnetismus komme ich nachher nochmal dazu, da zeige ich euch nochmal die Wellen und die bilden einen bestimmten Winkel und darauf können bestimmte andere Informationen aufgesetzt werden. Und beim 5G haben wir eben diese Grundwelle, mit der unser Körper immer kommuniziert. Das heißt, wenn wir mit dieser Welle irgendwo in Berührung kommen, dann sagt der Körper, jetzt kommt eine wichtige Information, jetzt muss ich zuhören, Zellkommunikation, Sprache des Körpers. Da sind jetzt Faxe, WhatsApp-Bilder oder irgendwelcher Kommunikationsmüll da oben drauf und der Körper kann diese technischen Informationen nicht entschlüsseln. Was passiert? Er rödelt wie ein Computer, hängt sich auf und alle anderen Regulationsmechanismen stoppen in diesem Zeitraum. Deshalb wird man müde und eben viele Körperprozesse werden eben nicht abgebildet. Und das ist eben der Grund, weshalb wir eben sagen, wir müssen dem Körper wieder in diesem nächsten Evolutionsschritt lernen. Wir können natürlich auch mit Aluhut laufen und können uns komplett abschirmen, ist eine Methode. Ich bevorzuge sie nicht, weil ich möchte mit diesen gesamten Universumsfrequenzen verbunden sein. Also muss unser Körper lernen, diese Hochfrequenzen zu unterscheiden. Und wie kann er das unterscheiden? Indem ich ihm die Wahl gebe. Ich gebe ihm die Wahl, was möchte er? Das ist die Grundsprache, okay, er will zuhören, hat aber in demselben Moment einen biologischen Impuls, der auf derselben Welle reitet. Und dann wird er das wählen. Und er wird irgendwann lernen, nicht mehr zuzuhören, was diese anderen Frequenzen ausmachen. Weil ihr müsst sehen, evolutionär hat es das noch nicht gegeben. Es gab noch nie eine technische Hochfrequenz, die mit Körpersignalen arbeitet und uns damit eben ständig triggert. Das ist ein nächster Evolutionsschritt, den wir gehen können. Jeder eben auf seine Art. Aber es gibt eben auch sehr natürliche Möglichkeiten, wenn wir es schaffen, diese Hochfrequenz in unserem Körper dauerhaft auf natürliche Art und Weise zu stabilisieren, dann kann uns das alles überhaupt nichts mehr. Das könnt ihr jetzt annehmen oder nicht, aber ich kenne viele Menschen und ich habe es selber bei mir auch erlebt. Ich war massiv elektrosensibel und ich habe über einen Zeitraum von über einem halben Jahr meinen Körper trainiert. Und das kann man, da können wir auch drüber sprechen, nachher auch später nochmal vielleicht separat. Und durch dieses Training bin ich nicht mehr elektrosensibel. Und ich kann mich natürlich, wenn ich weiß, ich fahre im Zug oder was auch immer und das sind massive Einflüsse, dann schütze ich mich natürlich auch. Aber wie gesagt, das Thema ist diese Autarkie und Unabhängigkeit. Technik als Brücke wieder hin zur Natur. Wir müssen wieder diese ganzen zivilisatorischen sogenannten Erfolge, technischen Erfolge sind sowieso oftmals fragwürdig. Es geht darum, die Technik, moderne oder sage ich mal natürliche Technologien zu benutzen, die eine Brücke bilden, damit wir eben diesen nächsten Sprung schaffen, dass wir das alles aus uns selber generieren können. Aber das ist ein Weg, ja, das ist wie Training, Bodybuilding-Training, das müssen wir absolvieren und das sind wir erstmal nicht mehr gewöhnt, das ist ein Prozess, das ist eine Transformation, aber andere Formen. Wir bilden andere Formen in unserem Körper und das zeige ich euch dann auch. Also, hier diese Thematik auch Gehirn und Drüsen, Zirbeldrüse ist in aller Munde. Ja? Wir haben das schon hier oft in Vorträgen gehört. Worte, Sound, Töne, Gedanken.
Das ist, also sehr bewusste Menschen können ja die Gedanken von anderen Menschen lesen, wahrnehmen, ja. Das sind alles Themen, die natürlich die Hochfrequenz in unserem Körper triggern. Und was wir immer wieder hier sehen in all diesen Bezügen, das Thema Wasser. Wasser ist das Medium schlechthin. Wasser ist unsere alchemistische Möglichkeit, Hochfrequenzen in unserem Körper zu beeinflussen, den Fluss der Hochfrequenzen zu beeinflussen, durch bestimmte individuelle Informationen, die wir dem Wasser draufsetzen. Da geht es jetzt nicht nur also um, dass ich jetzt ein paar Steine ins Wasser tue. Nein, es geht um unser eigenes Frequenzbild, unser Fußabdruck oder sage ich mal Frequenzabdruck des Körpers, der eben diese Lücken oder Aussetzer enthält, die dann eben ausgeglichen werden und optimiert zurückgespielt werden. Ja, also Lichtimpulse ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Viele, die sich mit Bewusstseinsentwicklung beschäftigt haben, oder ich glaube, gestern kam auch ein Vortrag, also dieses Audiostrop habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wo ganz bestimmte Pulsationen im Licht funktionieren. Ja? Und deshalb ist auch das Thema Fernsehen. Fernsehen mit diesen, schaut euch das mal an, wenn man draußen auf den Straßen vorbeigeht, diese Lichtimpulse, das sind Hypnosemittel, so deutlich kann man das sagen. Diese Lichtimpulse folgen einem ganz bestimmten Rhythmus und dieser Rhythmus lässt uns ja so in diesen entspannten Zustand kommen, wo die Kinder im Alter von 7 Jahren sind, wo sie noch alles wie ein Schwamm aufnehmen, unkritisch aufnehmen und verdauen. Das einspeichern, ohne jetzt groß darüber nachzudenken. Und das beantwortet vielleicht auch die große Frage, warum ja so wenig Selbstdenker unterwegs sind. Mitochondrien ist in aller Munde. Jetzt ist das große Thema Mitochondrienmedizin. Ja, die Leute denken alle, wow, da gibt es ja jetzt schon Kliniken, die übertragen Mitochondrien von wem auch immer auf den Körper, um eben Jugendlichkeit und Anti-Aging voranzubringen. Ja, das können wir doch selber. Das können wir selber sehr viel besser. Komme ich dazu. Dann das Thema Wasserinformationen, habe ich gesagt, Mikrotubuli. Ja, Mikrotubuli. Das ist mein Lieblingsthema. Das ist heiß. Die Mikrotubuli sind die spirituellsten Organe unseres Körpers. Das ist nicht die Zirbeldrüse, das sind die Mikrotubuli. Warum? Ich gebe nur mal einen kurzen, die haben ein unwahrscheinliches Potenzial, denn wir haben in jeder Zelle, stellt euch das einfach mal vor, in jeder Zelle ungefähr 2000 Mikrotubuli, die wir beeinflussen können. Und bei 80 bis 100 Billionen Zellen in unserem Körper, wow, ein riesiges Potenzial zur Optimierung. Ja, Sonnenlicht. Sonnenlicht enthält alle Informationen, die wir benötigen, gerade jetzt. Natürlich sind wir immer so schön mit Wolken zugehangen. Das ist natürlich auch ein Mittel, um eben viele Informationen, die mit Licht verbunden sind. Also denkt an Glasfaserkabel in der Technologie, wo Informationen fließt. Das Sonnenlicht, das enthält so viele wichtige, ist nicht nur Energiespender, es ist Informationskanal für uns und stimuliert natürlich ganz stark die Mikrotubuli. Wir haben die DNA. Und das ist auch etwas, was natürlich im Bewusstsein von allen Menschen ist. Gerade jetzt mit diesen, ja, genannten Pieksen, da ist ja einiges passiert. Und diese Dinge, also ich bin wirklich der Meinung, und das durch die Hochfrequenz kann man da sehr viel tun, sagt auch zum Beispiel der Dr. Klinghardt, dass bestimmte Frequenzen in der Lage sind, eine Neuorganisation dieser DNA- oder Chromosomenbestandteile zu erzeugen. Ich zeige euch nachher noch mal ein paar Bilder, dann könnt ihr euch das bildlich besser vorstellen, wie könnte sowas funktionieren. Da gibt es natürlich noch lange keine wissenschaftlichen Studien, aber man muss sich das anschauen. Aber ich bin auch der Meinung, unser Körper kann alles. Er braucht die richtige Information und er braucht die Energie, die benötigte Energie und die richtige Information, das ist die kohärente Information. Deshalb habe ich vorhin so sehr über das Thema Individualität gesprochen. Individualität heißt, dass ich mit der Frequenz, die für mich in diesem Moment
absolut passabel und wichtig ist, agiere. Die kann in einer Stunde schon wieder anders sein, die kann aber auch am anderen Tag schon wieder anders sein. Und ich erinnere nur es gibt ja hier sicherlich auch viele Therapeuten und Heilpraktiker, das ist auch ein Thema, zum Beispiel Parasiten. Parasiten ändern ihre Frequenz fast täglich, manche sogar innerhalb mehrerer Stunden. Wenn ich da mit Festfrequenz draufgehe und denke, one fix for all, das passt jetzt mal für alle, eben das Thema Reif und etc., der hat ja mit bestimmten Festfrequenzen gearbeitet, die waren gut, da passiert am Anfang was, aber viele Erreger und Mikroorganismen, mit denen wir es heute zu tun haben, die sind so schlau, die morphen, die ändern ständig ihre Frequenz. Ja, und wir Menschen, ja, wir können nicht immer auf demselben Sofa sitzen. Wir müssen uns einfach bewegen und wir müssen diese Oszillation, diese Vibration, diese Schwingung in unserem Körper einfach am Laufen halten, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das ist eben eine unserer Grundaufgaben. Auch Bindegewebe und Knochen, das ist eben sehr interessant nochmal, der Bezug zu Kristallen. Ihr werdet das sehen, es ist so eine richtige Konjunktur an Kristallen, die momentan läuft. Wir arbeiten also in Aiwa, das ist eben auch das Unternehmen, was kurz besprochen wurde. Wir forschen mit diesen Kristallen und ganz spezifischen Kristallen, die eben Hochfrequenzkristalle sind. Das heißt, die erzeugen selber eine Hochfrequenz und wir versuchen das eben auch in die Praxis zu überführen, machen wir auch. Wir bauen hier in Deutschland Geräte, die das können. Ja, und da kommen eben durch diese Kristalle auch viele quantenphysikalische Aspekte zum Tragen. Und wir können eben dadurch auch bestimmte Informationen zielgerichtet übertragen, die eben individuell passabel sind. Also das Fazit ist nochmal, diese Alchemie der Frequenzen, die schenkt uns ein riesiges Optimierungs- und Selbstheilungspotenzial. Gehen wir mal hier weiter. Also nach diesem Ziel, es geht also auch darum, diese Strukturen harmonisch zu gestalten. Und das geht eben, wie ich gesagt habe, ihr habt viele Wege, über eure Gedanken könnt ihr sehr viel schon beeinflussen, aber das Körperwasser ist natürlich, sage ich jetzt mal, das beste Medium der Wahl. Und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht weiter zu sprechen, aber wenn wir Körperwasser und unser Körperwasser mit Kristallenergien, die über Jahrmillionen Jahre in der Erde gewachsen sind und dort eine gewisse Stabilität erreicht haben. Das heißt, die verändern sich nicht mehr, die sind in sich stabil, aber resonieren mit unserem Körper und üben da Informationsüberträge aus, dann ist das ein sehr interessantes Thema, was eben unsere körperliche Frequenzbibliothek wieder erweitert oder uns erinnern lässt. Zum Erinnern, da greife ich jetzt schon mal vor, wir alle haben den perfekten Urcode in unserer DNA. Dieser Urcode befindet sich aber nicht in den physischen Strängen, sondern in den metaphysischen, das heißt in den nicht physischen Strängen, nicht sichtbaren Strängen. Das sind Oszillationen, das sind Stränge, die existieren energetisch, aber die sind nicht jetzt vom Mikroskop sichtbar. Und dort ist unser Urcode eingespeichert. Und das ist der Urcode des Individuums, also das ist der Urcode des Menschen, aber der ist perfekt, bei jedem Menschen perfekt, aber das sind auch natürlich individuelle Aspekte eingespeichert. Und wenn wir darauf wieder Zugriff bekommen, und das können wir über Hochfrequenz, dann findet ein Abgleich statt zwischen den physischen Organen und den nicht physischen. Ich zeige euch nachher dazu noch ein Bild. Also, wir haben alles selber in der Hand. Selbstverantwortung ist hier die Sache, also Selbstverantwortung, Selbstdisziplin. Da kann uns eigentlich keiner weiterhelfen. Wir müssen selber reflektieren, wie gestalten wir unser Leben, wie richten wir es aus, was haben wir für Gedanken im Kopf, mit welchen Dingen umgeben wir uns, wie resonieren wir mit unserem Umfeld, ja, sind wir genügend in der Natur verankert. Und ich sehe das hier sehr schön, die Leute laufen barfuß, haben wieder die Rückbesinnung, also was hier das Geistreich Nexus Team bietet, das ist wunderschön, weil wir haben alles zusammen. Wir haben viele, viele Puzzle. Wir haben die Menschen mit ihren tollen Ideen, die sich alle gegenseitig befruchten. Und ich bin eben der Meinung, wenn wir hier rausgehen, haben wir unsere Frequenz definitiv, wie sagt man so schön, um viele Jotas erhöht. Ja, also, das habe ich gesagt. Der genetische Urcode ist perfekt.
Und das sollten wir uns niemals ausreden lassen. Der Mensch wäre nicht perfekt und schad und wäre bösartig oder was auch immer. Nein, das sind Schadprogramme. Natürlich gibt es Schadprogramme. Kennen wir alle aus den Matrix-Filmen wahrscheinlich. Wir müssen wieder auf diesen Urcode zugreifen. Das ist das Thema. Und diese Genetik, und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Gerade jetzt durch die ganze C-Zeit haben viele Leute gesagt, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Doch, wir müssen uns mit diesen DNA-Strängen beschäftigen, weil, schaut euch mal an, 150 Milliarden Kilometer haben wir DNA-Stränge in unserem Körper. Ja? Und schaut euch die Strecke von der Erde zur Sonne an. Das sind gewaltige Potenziale in unserem körperlichen Mikrokosmos. Mit denen gehen wir ja überhaupt nicht um. Das wird uns gar nicht gesagt oder wir werden gar nicht darauf hingewiesen. Ich möchte aber, dass euch das mal bewusst ist. Spielt mit eurem Mikrokosmos. Und den können wir zielgerichtet über Gedanken, Gefühle, über Freude beeinflussen. Da tanzt die DNA. Jawohl, die DNA fängt an zu vibrieren, zu tanzen. Wir sehen das in bestimmten mikroskopischen Abbildungen. Die DNA bewegt sich ständig. Die kann lahm sich beständig bewegen. Die kann auch hüpfen und springen und levitieren. Also, nicht die Gene kontrollieren uns, wir kontrollieren unsere Gene. Der Geist, dein Bewusstsein ist der Interpret der Welt und das Gehirn ist der Chemiker. Diese Information- und Frequenzmischung, und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, wird von unserem Blut aufgenommen und verändert damit das Schicksal der Zellen. Bruce Lipton ist euch allen bekannt, Zellbiologe aus der USA. Ein ganz besonderer Wissenschaftler, Stanford University, Abschluss, alles. Ja. Er wurde dort dann gegangen, er hat dann seine eigenen Dinge gemacht und das Thema, eben dieser Pulspunkt, dieser Blutpunkt, der ist eben auch sehr wichtig. Ich gebe meinem Blut jetzt gerade ein bisschen Harmonie. Ja. Also, Leben basiert auf Schwingungen und existiert durch Schwingung. Das ist euch allen bekannt. Aber dieses Bewusstsein, jeder Gedanke, ob jetzt positiv oder negativ, es ist Energie. Die Energie, mit der wir entweder fliegen können, wie der Kolibri, oder eben absinken. Ja, also Energiemangel in dem Sinne, sagt ja der Albert Popp, gibt es nicht. Es geht nur immer darum, dass eben die richtige Information übertragen wird. Das heißt also Kohärenz, also die Passgenauigkeit der Information. Deshalb ist das Individuum und das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse in der Bearbeitung mit Hochfrequenz so wichtig. Dann nochmal, Leben kann zerstört werden durch Störung, harmonische Schwingung, was uns ja passiert mit dem 5G nachweislich. Und Schwingung schafft eben auch neue Formen. Das heißt also im Positiven wie im Negativen können wir mit diesen Grundfrequenzen im Gigahertz-Bereich des 5G Positives oder Negatives schaffen. Es kommt ganz drauf an, was da oben drauf an Information ist. Jede Zelle im Körper ist ein elektrischer Schwingkreis. Macht euch das wirklich bemerkbar. Wenn wir Freude haben, wenn wir verliebt sind, wenn wir lachen, ja, das sind so wunderschöne Informationen. Lakowski hat das ja schon damals gesagt, dass uns das viel, viel mehr ins Bewusstsein kommen wird, dass wir agieren. Ja, man könnte ja fast ganz neue Redewendungen schaffen, hochfrequentes Lachen oder was. Ja, also jetzt sind wir nochmal beim Wasser unter dem Einfluss von Frequenzen. Wasser ist ein, wisst ihr alle, Speichermedium. Aber es bildet eben auch Netzwerke und das ist sehr wichtig. Also diese Strukturen, also denkt nochmal am Wasser, ich zeige euch dann gleich ein Bild dazu. Wasser sind Netzwerke, die wir beeinflussen können. In Netzwerken können sich Informationen viel, viel besser halten, bleiben stabil. Ja? Und deshalb ist eben auch, wenn wir uns sehr gepulste Hochfrequenz aussetzen, die eben schädlichen Einflüssen, die bleibt auch lange stabil. Das heißt also, die Nachwirkung ist sehr, sehr lange und die hat, wie man so sagt, einen retardierenden Effekt. Das heißt, noch Tage danach haben wir eben dann diese Aussetzer in dem Regulationsmodus des Körpers.
Das heißt also, ein optimales Körpermilieu, wo wir eben spielen können mit all diesen Informationen, dass die auch da ankommen, wo wir sie haben wollen, enthält eben nicht nur hexagonal strukturiertes Wasser, sondern, und das ist jetzt wirklich der Kick, einige von euch wissen schon, wir reden hier wirklich über gelartiges Wasser, so eine Art Plasmawasser. Ja? Und Plasmawasser hat eben natürlichen pH-Wert, aber das ist sozusagen laut Pollack ja auch die 4. Phase des Wassers. Warum konnte der Tesla mit seinem Wasserauto fahren? Weil dieses Wasserauto war nichts anderes als ein Hochfrequenzgenerator, der das Wasser benutzt hat, weil das Wasser in einem bestimmten hochfrequenten Zustand, einer bestimmten Frequenzzahl, nehme ich jetzt schon mal vorweg, wir haben das immer wieder gehört, was hat der Tesla gesagt, 369, ja? Also mit einer Hochfrequenz, die in der Lage ist, das Wasser so zu aktivieren und in einen so hohen Schwingungszustand zu versetzen, dass sich das Wasserstoffatom von dem Sauerstoffatom trennt und dass zwischen diesen beiden, ja, ich würde mal sagen, eine ganz neue Beziehung, eine Liebesbeziehung besteht. Die nehmen dann ganz viel andere kosmische Informationen rein und tanzen und springen. Und dadurch entsteht ein elektromagnetisches Feld. Und dieses Feld ist so stark und deshalb hat alles, was mit freier Energie auch zu tun hat, sehr, sehr viel mit der Wasserforschung zu tun, mit diesem hochfrequenten Wasser, das eben dann diese elektromagnetischen Impulse wie Blitze in unserem Körper erzeugt. Und diese Blitze in unserem Körper, diese Durchdringung, die tun ganz, ganz viel. Das ist eben eigene Hochfrequenz im Körper. Schaut euch einfach nochmal die Bilder links an. Das ist bei den meisten Menschen der Fall, wenn die Wassermoleküle so quer durcheinander fliegen, weil eben Schadinformationen da sind, weil Mikroorganismen da sind, die da nicht reingehören. Die fühlen sich da richtig wohl. Da ist keine Bewegung, da ist ein saurer Zustand im Körper, also da sind Giftstoffe, Fremdstoffe drin. Ja, also die Energieversorgung, Energiefluss funktioniert überhaupt nicht, nur gestört, seht ihr ja an diesen Wellen. Ich kann ja vielleicht nochmal hier dazu reden. Ja, und hier seht ihr schon, hier im zweiten Zustand seht ihr schon, da ist eine Formierung, da kommen also Wellen, hochfrequente Wellen durch. Das heißt also, diese ganzen Dinge, die da nicht reingehören, die werden ausgeschieden. Die kommen dann in den Lymphkreislauf, deshalb sieht man das ja oft bei Menschen, wenn die sehr stark entgiften, dann läuft über die Lymphe, gibt es Lymphschwellungen. Zum Beispiel gestern, mich hat eine fette Mücke hier am Auge gestochen. Wuff! Ich hatte dann sofort ein dickes Auge. Gut, ich habe natürlich dann sofort mit unserem Frequenzgerät gearbeitet und jetzt ist es auch weg. Aber zu 99%, denke ich. Ja, aber das ist eben wichtig, dass man hier schnell die Informationen einführt. Körper, hier, das sind die Informationen, da musst du arbeiten, hier, da ist was gekommen. Das ist wichtig jetzt für mich, das muss raus hier aus meinem Blut- und Lymphkreislauf. Und hier unten seht ihr eben sehr schön, das ist sehr wichtig, ich möchte euch das hier mal zeigen. Das ist zum Beispiel die Form der Mikrotubuli. Ich habe nachher noch mehr Bilder. Diese Mikrotubuli, schaut euch das mal an, die sind selber, haben eine hexagonale Struktur und hier innen geht die Post ab, das zeige ich euch. Und wenn eben hier die Information schön durchlässig ist und da kommt von außen nichts mehr rein, da ist Ruhe im Schiff, da könnt ihr mitten im Bakteriendschungel sitzen, es passiert euch nichts, ihr seid einfach immun gegen diese Einflüsse. Und deshalb ist es eben so wichtig, diesen energiereichen Zustand der Wassermoleküle im gesamten Körper zu erzielen. Jetzt, wenn wir immer über Zellen sprechen, sagen die Leute, naja gut, jetzt will ich doch auch mal sehen mit der DNA, wo ist die genau und wie sieht das so aus. Ihr seht hier die Zelle, sehr, sehr schön, alles Wasser, ja, Wasser drumherum. Hier haben wir den Zellkern, hier haben wir die Mitochondrien. Die Mikrotubuli kann ich euch hier noch nicht zeigen, kommen auf einem anderen Bild. Die Mikrotubuli sind ungefähr nur ein Bruchteil von einem Haar. Ja? Und das kommt gleich im nächsten Bild. Und hier sehen wir eben nochmal 1 Gramm DNA enthält so viel Information wie, also 1 Gramm, und wir haben mehrere 100 Gramm DNA in unserem Körper, ja, wie 6 Milliarden CDs. Ja?
Also macht euch das einfach mal bewusst, was für ein Informationspotenzial in unserer physischen DNA liegt. Und wenn wir jetzt über die nicht physische DNA sprechen, wow, da sind wir in Bereichen, das können wir, glaube ich, mit dem Bewusstsein gar nicht mehr fassen. Und man muss sagen, die nicht physische DNA wird ja permanent abgegradet. Durch das Sonnenlicht, durch die Frequenzen vom Kosmos, durch die Zentralsonne, durch unsere Sonne, durch die Erdfrequenzen. Da passiert ja richtig viel. Also wir haben einen lebenden Organismus, sage ich jetzt einfach mal, unsere Softwareprogramme werden ständig aktualisiert. Die Frage ist, können wir sie auslesen? Hier nochmal auch, also dieses Wasser wirkt eben ganz, ganz stark also die DNA hier in den Chromosomen wirkt eben, hier sind oben die Telomere, das sind also diese Spitzen, die beim Altern, werden immer weiter weggefressen, sage ich jetzt mal, von den Säuren und von vielen Informationen im Körper, die da nicht reingehören, und dadurch altern wir. Wenn wir das aber schaffen, dass das hier perfekt bleibt und sich regelmäßig erneuert, dann altern wir nicht mehr, dann kommen wir wirklich in diesen Zustand, wo das Altern stoppt und wo sogar eine Verjüngung stattfinden kann. Und ich kann euch das wirklich sagen, es gibt diese Forschung, wir arbeiten sehr eng mit internationalen Wissenschaftlern, wirklich weltweit zusammen, und ich kann sagen, es wird in den nächsten Jahren noch ganz, ganz tolle Durchbrüche geben. Wir haben jetzt schon die Tests gesehen, wir haben Leute wirklich gesehen, die fast 90 waren und die jetzt vielleicht mal 2, 3 Jahre sich intensiv mit diesen neuen Technologien beschäftigt haben, also das genutzt haben täglich, und man sieht das im Äußeren. Und ich muss das sagen, ihr werdet, ja, das ist jetzt keine Eigenwerbung, aber wir haben einige Leute hier, die mit unseren Kristallen schon über ein Jahr arbeiten, und die sind auch hier und die verjüngen sich, das sieht man. Das ganze Antlitz, alles hat sich verändert. Das heißt, es ist wirklich eine Transformation, die stattfindet, nicht nur im Äußeren. Das Äußere spiegelt ja nur das wider, was im Inneren passiert. Ja, also, und deshalb eben einfach nur noch mal im Zellkern, wir arbeiten also hier im Zellkern, und hier sind wir außerhalb im extrazellulären Bereich, sind wir in den Mitochondrien. Nur noch mal als Idee. So, und jetzt sind wir konkret bei den Mitochondrien, und schaut mal, das sind aktivierte Mitochondrien. Da geht die Post ab. Innen drin ist dieses hochfrequente Wasser, was voll elektrisch ist. Das sind die Blitze. Und wenn dieses Wasser, also was ich euch vorhin gezeigt habe, das ist eine originale Aufnahme, 30-Millionenfache Vergrößerung von der Wasserstruktur in einem gesunden Organismus. So sieht das da innen drin aus. Und das sind also elektromagnetische Leiter, die eben in unseren Zellen sind und dadurch die Zellen in Vibration, in Schwingung bringen, damit eben diese Lebensenergie, diese Kraft, diese Pulsation erzeugt wird, also es ist nicht nur das Herz, das sind im großen Teil eben diese Mitochondrien, die wir bewahren müssen, die wir schützen müssen, damit eben kein körperlicher Verfall passiert. Hier seht ihr das nochmal, manche Forscher sprechen auch von UFOs, von diesen Mitochondrien, weil die haben so eine Flying Saucer UFO-Form, und wenn man die aus einer anderen Perspektive betrachtet, und sie sind eben Kraftwerke, ja, und etwas ganz Interessantes, das ist vielleicht für auch spirituell interessierte Menschen wichtig, warum funktioniert überhaupt Lichtnahrung? Weiß man offiziell ja noch nicht. Ja, diese Mitochondrien, die produzieren pro Tag, wenn sie also gesund sind, 1,2 bis 1,5 Liter super tolles Wasser in unserem Körper, was dem ganzen Körper zur Verfügung steht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, aus dem Nichts. Also die entziehen die Information aus dem Quantenfeld, schwingen und produzieren Wasser. Also das ist eine Alchemie, die in unserem Körper stattfindet. Da muss man nur mit offenem Mund dastehen. Und dann passiert hier noch das Tollste, ist wieder für die Energetiker wichtig, die drehen sich wie Turbinen, und die drehen sich schneller als ein Ferrari-Motor. Wir haben vorhin das Thema verstanden, also es geht hier auch um Levitation, um Bewegung, Schwingung. Ja? Also das ist ein Treibstoff für unseren gesamten Körper. Und deshalb spricht man eben auch von der Mitochondrienmedizin, weil man eben erkannt hat, wenn diese körperlichen
Teile wunderbar funktionieren, dann ist der Mensch gesund und hat Kraft und hat Lebensenergie. Und auch gerade für Sportler oder Menschen, die sehr, sehr körperlich aktiv sind, ist es ganz, ganz wichtig, den Zustand der Mitochondrien zu pflegen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, die Mikrotubuli. Ja, die Mikrotubuli sind die inneren Klangröhren unseres Körpers. Die klingen von innen nach außen. Ich habe da nur mal ein Beispiel gebracht. Ihr kennt das. Ne? Das heißt also, die erzeugen Töne. Das sind Töne, die in unserem Körper erzeugt werden. Und wir sehen hier die Mikrotubuli, die bewegen, die kreieren in der Zelle wie so ein Klangteppich. Und das ist diese Harmonie, die wir eben in uns selbst durch Summen zum Beispiel, durch Singen, durch Freude, aber auch durch ganz bestimmte Musik. Wir haben hier Musikexperten auch da. Diese wunderbaren Töne, wenn die auf unseren Körper wirken, beziehungsweise von uns selbst produziert werden, ich weiß nicht, manche kennen ja gibt ja dieses Mantrensingen, Chakrensingen, Vokalsingen, das wurde ja hier auch schon in Vorträgen bezeichnet. Das sind alles Methoden, um eben diese Mikrotubuli in Schwingung zu bringen. Wie sehen die Mikrotubuli aus? Jetzt kann ich es euch zeigen. Also, diese grünen Teile hier, das sind diese Röhren, diese Mikrotubuli, die also die Zelle durchziehen. Und interessanterweise auch wieder mal für die Leute, die sich mit Elektroenergie beschäftigen, hier, da sehen wir doch schon was. Ich komme gleich dazu. Hier der Durchschnitt. Das ist ein gesundes Mikrotubuli. Hier sehen wir, an diesen Mikrotubuli sind Protein- und Wasserbrücken dran. Das heißt also, da kommt auch von außen unser gesundes Zellwasser dran und mit Information und bringt die zum Schwingen. Und hier innen wird der Klang gemacht. Und das sind eben die kranken Mikrotubuli. Ihr seht, die sind schon halb zerfetzt und da ist keine Wasseranbindung mehr da. Das passiert dann, wenn eben kein gesundes Wasser im Körper ist, die Mikroorganismen überwiegen, Säure im Körper, schlechte Gedanken, kein Sonnenlicht, Strahlung etc. Und schaut euch das Bild mal an. Das ist wirklich ein reales Bild vom Mikrotubuli von oben. Und warum habe ich vorhin gesagt, das sind die spirituellsten Organe? Also die modernen Forscher und Entwickler sprechen hier von schwarzen Löchern in unserem Körper. Das macht nämlich Quantenkommunikation, Fernheilung, macht das möglich. Das heißt, ein Bewusstseinswandel oder eine Bewusstseinserweiterung hat eine dieser großen Möglichkeiten, das Bewusstsein außerhalb unseres Körpers auszudehnen, liegt in den Mikrotubuli. Diese Elektrizität, die da erzeugt wird, diese schwarzen Löcher, das sind Quantenhochzeiten mit verschiedenen Dimensionsebenen. Das führt jetzt zu weit, das auszuführen, aber da gibt es also ganz tolle Forschungen mittlerweile. Und es ist faszinierend, wenn man versteht, dass wir das in unserem Körper haben und dass wir damit arbeiten können. Also nochmal zusammengefasst, die Frequenzmagie der Mikrotubuli, spiralförmig aufgebaut, jetzt habt ihr das Wort, habt ihr schon gesehen, Ringantennen. Es sind Ringantennen und es sind nicht nur Antennen, es sind Dipole, Plus- und Minuspol. Das heißt, da geht eine Post ab dazwischen. Elektromagnetische Röhren, die erzeugen die Biophotonen in unserem Körper und ziehen das Zellwasser an mit Wasserinformationsbrücken, die erzeugt werden. Klangröhren. Und das sind eben diese Klangröhren der individuellen Frequenzmusik. Und wir kennen das. Wir sehen manchmal Menschen und wir sagen, den kenne ich schon so lange, wunderbar. Man sieht sich und da stimmt die Resonanz. Da klingt was an. Das sind gleiche Töne, die uns da begegnen. Da sind diese Frequenzmusiken, bilden wir hier wahrscheinlich auch ein wunderbares harmonisches Orchester, was hier Geistreich Nexus Team zusammengebracht hat. Wir spielen alle dieses wunderbare Frequenzmusikorchester.
Ja, also diese Hochfrequenzerzeuger, habe ich gesagt, kreieren also Quanteneffekte. Das macht eben auch diese besonderen Möglichkeiten, erklärt besondere Möglichkeiten, die man bisher eben noch nicht erklären konnte. Die Resonatoren, also sie sind nochmal Verstärker der eigenen Schwingung. Sie emittieren Licht und das sind auch Dinge, es gibt ja die, ja, wie soll man das sagen, aus früherer Zeit weiß man ja auch Leute, die eben diese lichtvolle Corona um sich haben. Heutzutage, glaube ich, gibt es mittlerweile sehr viele Menschen, die so hohes Schwingungsniveau haben, dass man sie zeitweise gar nicht mehr sieht. Und das passiert über diese Lichtemission. Und das sind also dann sozusagen, ich habe es mal gesagt, natürliche Glasfaserkabel. Also das sind so die echten Luminaries. Ja, und die Interaktion mit der DNA passiert eben über diese Mikrotubuli im gesamten Körper. Das erkläre ich euch jetzt gleich. Und also neben der Zirbeldrüse, also die laut der, sage ich jetzt mal, inoffiziellen wissenschaftlichen Meinung, sind das eben die spirituellsten Organe unseres Körpers. Ich führe hier noch dazu, weil ich eben mich vor ein paar Tagen gerade auch mit russischen Wissenschaftlern dazu ausgetauscht habe. Die haben gesagt, Ines, eins darfst du aber bitte nicht unterdrücken, auch der Penis des Mannes ist ein hochspirituelles Organ. Das wollte ich nur noch gesagt haben. Ja. Die Mikrotubuli sind also Frequenzproduzenten über Schallwellen. Das ist euch, glaube ich, hier alles bekannt. Emoto, ich will es nur noch mal zeigen. Das Thema der Gedanken, ja, oder der Sprache. Es wurde hier ja öfters schon gesagt, wie Töne wirken. Und wenn man wirklich böse Worte auch über andere Leute spricht, das ist einfach nicht förderlich für unsere Körperchemie. Und interessant ist eben, dass uns das wirklich nochmal klar wird. Also die DNA oder wenn wir mit unserem Körper oder zu uns selber sprechen, auch wenn es nur gedanklich ist, also es ist nicht nur der Sound, aber der Sound im Spezifischen, ne, der gerade eben, wenn eben Mantren oder bestimmte Texte rezitiert werden, die triggern den Urcode in unserer DNA. Ja? Also da sind ganz bestimmte Dinge, die da vorwärts getrieben werden. Ich möchte aber hier auch nochmal ein Achtungszeichen setzen, weil man muss natürlich auch wissen, mit welchen Informationen man sich triggern möchte. Also es triggert alles, aber man muss sehr genau wissen, auch bei religiösen Texten, ist das wirklich das, was ich will oder begrenzt mich das? Ja? Dann nochmal zum Thema eben die Wasserbilder. Ihr seht, Wasser ist ein kosmisches Element. Viel Wasser auf der Erde kommt auch aus dem Kosmos zu uns und es bringt das Licht in uns. Und wenn man eben Sprache, also wer das sehen möchte, ich habe hier noch ein paar tolle Videos von Tests, wo man eben mit ganz bestimmten Tönen oder auch mit ganz bestimmten Frequenzen die Wasserschalen also in Klang gebracht hat und wo eben dann diese wunderschönen Bilder entstehen. Ja. Und jetzt nochmal zum Albert Einstein zurück. Der hat eben das so schön schon damals gewusst. Die einzig wirklichen Feinde des Menschen sind seine eigenen negativen Gedanken. Also es heißt täglich bewusst agieren, statt blind zu reagieren. Das ist euch hier vielleicht auch bekannt. Der Hawkins, der hat damals mal diese Frequenzpyramide aufgesetzt. Das ist die sogenannte Bewusstseinsleiter, wo man sich im Leben auf und ab bewegt. Und die unteren Sprossen verblassen eben dann immer mehr und wir steigen eben weiter auf in diesem Schwingungsniveau. Und oben stehen eben dann die höheren Einsichten, die tiefe Selbstreflexion, die möglich wird, wenn das Schwingungsniveau vom Körper eben da ist. Also ich sage jetzt, das von uns speziell beeinflusste, aber auch das, was wir im Körper mit uns tragen, ja, und da ist eben auch das Thema, lasst euch das bitte nochmal, diese Hoffnungslosigkeit, Neid, Missgunst, Schadenfreude, Frust, Depression, ja, oder Motivation, also keine Motivation oder wenn man die Motivation hat, anderen uneigennützig zu helfen, ständig den Willen zu haben, zu lernen, ja, die universellen Gesetze mehr und mehr zu begreifen und anzuwenden. Das sind alles Dinge in unserer täglichen Bewusstseinswerdung, die uns also diesen sogenannten Aufstieg, aber ich sage jetzt mal die evolutionär nächste notwendige Stufe möglich machen. Ja. Das ist eigentlich ein Lebensmotto. Ja, das sollte man üben.
Wichtige Einflussfaktoren der Selbstheilung. Also nochmal das Thema, sprich achtsam. Denn deine DNA hört immer mit. So, das heißt, wenn wir uns auch täglich, also wir hören viele negative Informationen, die kann man hören, man muss auch bestimmte Dinge wissen. Das ist wichtig, um sich in unserem, sage ich jetzt mal hier, Spielfeld optimal bewegen zu können. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man danach auch deutlich sagt, das ist nicht meine Realität. Das will ich nicht, da spiele ich nicht mit. Ja? Also man muss schon auch einen Bezug zu der Information finden, also einen individuellen Bezug zu einer Information. Ja? Wie stehe ich zu dieser Information? Das heißt also, unsere Worte, Gesten, Gedanken, Gefühle, Emotionen, Überzeugungen, Lautstärken, wenn jemand ständig rumschreit, ja, gibt es ja auch. Das sind alles Töne, die unser Herz und das Gehirn massiv beeinflussen. Und die werden dort dekodiert und werden wieder biophysisch umgesetzt. Ja? Und die beeinflussen die Qualität des Körperwassers in unseren Mikrotubuli und in der DNA. Und ihr habt auch schon von der Epigenetik gehört, ja, und das ist genau der Grund, warum eben manchmal der eigene Selbstheiler nicht heilen kann, nicht anspringt. Die Selbstheilung hängt eben davon ab, inwieweit wir diese oben genannten Schwingungseinflüsse, die eben die Weiterentwicklung unseres genetischen Codes beeinflussen, eben positiv unterstützen können. Und das sind eben die Herausforderungen, denen wir uns heutzutage stellen müssen, weil eben auch so viel anderes auf uns eindröhnt. Und dieser DNA-Code oder diese bewusste Programmierung, die gleicht eben diesem ständigen Software-Upgrade, das wir in uns selbst initiieren. Ja, macht euch das wirklich nochmal bewusst. Wir sind die Schöpfer, wir sind die Herrscher über unseren Mikrokosmos im Körper. Niemand anders, es sei denn, wir lassen es zu. Also, es geht wirklich darum, dass wir das Bewusstsein entwickeln, dieses zu nutzen und nicht unbewusst geschehen zu lassen. Also, die Biophotonen, die eben dann durch die Mikrotubuli ausgesendet werden, also das sind dann lichtführende Informationspartikel und damit interagiere ich im Feld. Das heißt, damit kann ich auch meine Realität beeinflussen, mein nächstes Umfeld. Kommt natürlich darauf an, wie stark ist der Laserbeam, ja, und sind die konzentriert durch den Willen unterstützt oder schwöre ich darum und denke jede Sekunde was anderes. Also was liegt uns wirklich am Herzen? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das Herz hier einbezogen wird. Das führt jetzt zu lang. Es gibt eben auch noch viele Informationen zum Herzen. Ihr wisst vielleicht auch, dass es eben verschiedene Herzkammern gibt, die eben auch Elektrizität erzeugen. Die Chirurgen wissen das, wenn man eben operiert, dann kriegen die manchmal einen elektrischen Schlag, weil das Herz so ein wunderbares Hochfrequenzorgan ist. Also das sind eben alles Dinge, die wir eben, also das Schönste ist eigentlich, wenn wir in einer liebevollen Grundstimmung sind. Ja? Das ist ein wichtiger Lebenskompass, wie man das sagen kann. Und was ich nochmal eben dazu sagen kann, ich habe eben auch meinen Kristall, mit dem arbeite ich eben, den entwickeln haben wir, also der Kristall ist ein wunderbares Geschenk der Mutter Erde, aber den haben wir eben weiterentwickelt mit unseren Geräten und den benutzen wir natürlich auch, um diese Körperstruktur in unserem Körper zu optimieren, weil ich bin eben auch nicht immer perfekt und habe immer wieder nur Positives und Schönes und Harmonisches um mich herum. Ja, dieser Kristallemitter, ich habe es euch vorhin auch gesagt, wer das wissen möchte, kann dann auch nochmal zu unserem Stand kommen. Der hat eben dieses lebensförderliche Frequenzspektrum und das ist eben interessant. Er kann eben, und das sind Geschenke, das sind wirklich Geschenke von Mutter Natur für unsere Zeit jetzt. Das heißt, die können die personelle Frequenzinformation des Körpers ablesen, können diese Disharmonien im Körper erkennen und daraus entsteht eine resonierte Rückspiegelung, die eben genau das enthält, was uns in diesem Moment fehlt oder die Information, die eben nicht zur Verfügung steht und warum der innere Heiler eben nicht agiert. Das ist also eine sehr interessante Sache und die fasziniert mich eben persönlich auch, weil es mir auch persönlich sehr geholfen hat. Also es geht immer um die individuelle, gezielte Informationsübertragung, um eben auch wirklich Effekte zu erzielen, die nachhaltig sind. Ja, also wir haben vorhin drüber gesprochen, nochmal, es gibt also diese magische Zahl
diese 65 Gigahertz, also das ist so das Optimum. Und wir haben vorhin, also es geht los bei 63,9 und da sind wir wieder bei 369 Tesla. Da geht es los, wo das Wasser diese hochfrequente elektromagnetische Konstellation, also dieses Plasmawasser, dieses energetische Wasser, was eben ein hohes elektromagnetisches Potenzial hat, was eben Energie bedeutet, erzeugen kann. Und das ist eben das Tolle, das macht dieser Kristall ganz natürlich. Und weil wir Menschen können das auch ganz natürlich. Aber wie gesagt, ich bin manchmal auch geneigt, freue ich mich auch, wenn ich die Technik nutzen kann, damit ich Unterstützung bekomme. Ja, also das ist eben ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, das habt ihr jetzt verstanden, was das gerade eben, wenn wir eben über diese ganzen Gesundheitsthemen sprechen, Immunsystem, Verdauung, Hautstruktur, Durchblutung, Blutzuckerspiegel, Blutviskosität, ne, Ablagerungen, sind eben viele, Konzentration, Gedächtnis ist also ganz, ganz wichtig. Und da ist eben dieses individuell informierte Wasser, also nicht nur hexagonal strukturiertes, sondern eben individualisiertes Wasser, was ich eben vom Körper ablesen kann, was brauche ich, das führe ich dem Wasser zu. Hier wird es eben durch den Kristallemitter aufs Wasser übertragen. Das ist also schon möglich, technisch können wir umsetzen. Ja, jetzt nochmal zu dem Bild der DNA. Wir haben vorhin über Winkel gesprochen und wir hatten ja in Vorträgen gestern auch schon im Kongress über diese Winkel gesprochen. Interessant eben, wie immer dieser Mikrokosmos und der Makrokosmos zusammenführt. Also wir haben eben diese geometrische Struktur des hexagonalen Wassers, wenn es eben stabil ist, das sind 109 Grad ist der Winkel, ja, seht ihr hier, ne? Der Wasserwinkel, der auch in den Mitochondrien ist. Und interessanterweise, und dieser Klangteppich, der bewegt sich ja dann, da haben wir so eine Mischung zwischen Winkeln zwischen 104,5 und 109 Grad und in diesen Bewegungen, das ist auch genau derselbe Winkel unserer beiden DNA-Stränge. Ja? Also die müssen einfach in diesem Winkel sein, damit die optimal funktionieren können. Das passiert aber leider sehr wenig, dass die DNA, die ist oft gestaucht und Moment, ich komme jetzt nochmal, ja, bevor ich zur DNA komme, möchte ich euch nochmal kurz diese Wasserstruktur erklären, was ich vorhin sagte, damit ihr nochmal diese Faszination versteht, also Niedrigfrequenzwasser, das heißt, also das ist schon genial, ja, wenn ich mit Edelsteinen im Wasser arbeite etc. oder eben das Wasser energetisiere, das ist schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Dann habe ich geordnete Wasserstrukturen, das heißt, ich habe schon mal ein Netzwerk, das ist das erste Bild. Dann, wenn ich natürlich dann mit Frequenzen arbeite, also im Megahertz-Bereich schon reinkomme, ich rede hier von Tesla-Oszillator, unser Albavita oder andere Geräte gibt es da auch schon auf dem Markt. Da werden die Cluster sozusagen etwas schon mal auseinandergezogen und da passiert schon eine Bewegung zwischen den Clustern. Und das erklärt auch, warum dann eben zum Beispiel Stauungen, Schmerzen, Blockaden, was so in den Muskeln, in den Faszien, in den Gelenken vor sich geht, ja, oder wo Lymphstauungen sind. Durch diese hohe Vibration werden eben diese Stoffe schon mal ausgeschieden. Es wird ermöglicht, dass die abfließen und dass eben diese Blockaden aufgelöst werden. Und dann kommt der nächste Schritt. Das sind eben dann ab 50 Gigahertz geht das dann los. Da werden also dann diese dynamischen Oszillationen der Wassermoleküle im Zellkern kreiert. Also wir reden hier also das zweite Bild, da reden wir vom extrazellulären Bereich. Also da komme ich noch mit den Megahertz-Frequenzen komme ich noch nicht in die Zelle rein. Mit den Gigahertz-Frequenzen komme ich bis in den Zellkern. Wenn ich die Mitochondrien beeinflusse, ist schon ganz gut. Da komme ich schon auch in den extrazellulären Bereich. Ihr habt gesehen, die habt ihr vorhin im Zellaußenraum gesehen. Aber wenn ich in die Zelle, in diesen spirituellen Bereich reinkommen möchte, das heißt da, wo wirklich die schwarzen Löcher sind und so weiter, also wenn ich die geist-seelische Komponente, die das Wasser uns anbietet, nutzen möchte, dann muss ich in diesen hochschwingenden Bereich kommen, wo wir eben über 50 Gigahertz laufen. Da beginnt also dieses Wasser. Und ganz interessant eben, und das macht eben dann auch unser Kristall, der läuft eben dann schon bei 65 Gigahertz bis 65, also das ist dann schon die höchste Stufe. Da kommen wir dann dazu, dass wir hier
individuelle Informationen einspeichern können, weil das praktisch das Wassermolekül auseinandergezogen wird und dazwischen ist Elektrizität und dazwischen kann ich Informationen einbauen. Und das ist richtig, also finde ich einfach super toll, begeistert mich, weil wir da Effekte erzielen. Muss ich manchmal selber staunen, was da alles möglich ist. Also wir werden wieder zu unserem eigenen Alchemisten. Und der Ibermec-Kristall, das ist ja eben, der deckt eben die Niedrigfrequenz bis zum Hochfrequenzbereich natürlich ab. Wir machen da gar nichts dran. Das ist Natur, das ist Erde, das ist ein Geschenk der Mutter Erde. Da sind Dinge drin in diesem Kristall, also Gallium-Arsenid-Kristall, da sind auch noch andere Stoffe drin. Wir können das noch nicht ganz, wir wissen nicht, warum macht er manche Sachen. Ist eben so. Aber interessant ist, die Techniker wissen das vielleicht, Gallium-Arsenid kann mittlerweile auch schon technisch nachgebaut werden. Das wird momentan überall, der Elon Musk benutzt das bei seinen Satelliten im Earthlink, weil diese Gallium-Arsenid-Kristalle in der Lage sind, innerhalb von wenigen Sekunden eine Unmenge von Daten aufzunehmen und diese in eine geordnete Struktur zu übertragen und rückzusenden. Ja? Und die Frage ist natürlich jetzt, was montiert man da auf diese Frequenzen drauf? Das Schöne ist bei unserem Kristall, der lässt sich, also der natürliche Gallium-Arsenid lässt sich nicht manipulieren. Das heißt also, die Amerikaner haben den mit Röntgenstrahlen, verschiedenen mit Laserstrahlen beschossen. Nein, der schwingt schön, harmonisch, perfekt, im perfekten Winkel. Das juckt den überhaupt nicht. Und das finde ich irgendwie richtig toll. Der hat einen sehr starken Charakter. Ja, also natürliche kristalline Hochfrequenzen im optimalen Gigahertz-Bereich, also wir sind da bei 65 Gigahertz, kreieren also individuelle Transformationspotenziale in unserer DNA über oszillierendes, schwingendes, informiertes Zellwasser. Ja, das ist das Bild, was ich euch zeigen wollte. Bitte nicht erschrecken. Ich würde es gerne nochmal, wir werden es nochmal durch die Grafik morphen lassen. Aber hier seht ihr nochmal den Prozess, den ich beschrieben habe. Das heißt also, hier haben wir unsere, ich sage es jetzt mal, etwas gestörte DNA. Hier sind manchmal Einschlüsse drin. Ihr habt alle von CRISP, diese Technologie gehört, brauche ich jetzt nicht weiter zu erwähnen. Da sind hier Dinge drin, die gehören nicht mehr da rein. Die blockieren die Auslesung der Chromosomenstränge. Das heißt, bestimmte Informationen, die in unserer DNA drin sind, können nicht mehr perfekt ausgelesen werden. Hier oben ist ein Sammelsurium, haben wir einfach jetzt mal als Grafik reingestellt. Bei vielen Leuten ist die DNA nicht so schön auseinander als Antenne gebaut oder Sender, sondern die ist ein Knäuel, die ist zusammengewürgt. Da ist so viel Stress, wir haben über Konflikte gehört, ja. Das ist einfach nicht mehr, da kann nichts mehr ausgelesen werden. Ja? Und wenn solche Zustände sind, dann wird es schwierig. Ja, und was machen wir da? Ja, wir haben ja jetzt die Möglichkeit. Dann haben wir dieses hochfrequente Wasser in den Mikrotubuli, in den Mitochondrien. Und dieses Wasser schafft es, und jetzt versteht ihr das auch, das schafft diese Kommunikationsbrücke zwischen der nicht physischen DNA. Da läuft ein Stromfluss, da läuft ein Abgleich ab, wenn dieses Wasser in unserem Körper ist. Ja? Und dieses Wasser wird ja normalerweise durch unsere Organe selber produziert. Aber durch diese vielen, vielen Negativeinflüsse ist das eben etwas blockiert, also müssen wir ein bisschen nachhelfen. Ja? Also hier bauen wir diese Kommunikation wieder auf und wir werden wirklich zu leuchtenden Wesen, wie uns die Schöpfung gedacht hat. Da muss der Weg hingehen. Also die Informationsübertragung, die muss immer wieder individuell sein. Natürlich kann ich tolles Wasser trinken, aber wenn ich in diesem Wasser eben noch die Information einspeichere, über diese Teile oder warum das so ist, das kann ich ja über die Kristalle einspeichern. Ich kann auch normal dieses tolle Wasser trinken, wenn ich im Megahertz-Bereich bin. Aber wenn ich im Gigahertz-Bereich bin, dann schaffe ich eben diesen individuellen Abgleich. Ja? Und das ist eben eine Lösung, die uns heutzutage zur Verfügung steht. Nochmal zum Thema Gehirn, ja, einfach nur mal manchmal ein paar Zahlen, was wir hier oben im Kopf haben. Und ihr wisst alle, wir haben 90% des Wassers ist im Kopf.
in den Augen ist es sogar noch mehr. Ja? Und deshalb kann man natürlich auch sehr schön mit Hochfrequenz am Kopf oder auch, also nicht mit dem Megahertzbereich, nur mit dem Gigahertzbereich, mit den Kristallen arbeiten. Also wir haben mehr Synapsen im Gehirn als Sterne in der Milchstraße. Lasst euch das einfach mal durch den Kopf gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dieses hochschwingende Wasser im Körper zu haben, damit eben auch die Informationen, die wir dann empfangen oder wenn ich sage jetzt mal, die Dimensionstore für uns offener sind, weil wir resonieren können, weil unsere Antenne funktioniert, weil wir dechiffrieren können, was da an Informationen kommt, dann haben wir diese Intuition und ja, wir wissen vieles wieder, wir erinnern uns, was eigentlich in uns da ist, aber wir können es endlich auslesen, ja. Und das geht eben um diese Entwicklung des Potenzials. Und hier möchte ich euch einfach auch nochmal, können wir gleich mal alle machen, das sind so schräg hinter den Ohren, da ist der Alpha-Punkt und ihr wisst, in unseren Händen ist elektromagnetische Energie. Und wenn wir hier so schön immer so ein bisschen massiert und gleichzeitig drückt, also beidhändig, ja, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Wenn ihr merkt, irgendwie ihr werdet manipuliert oder da kommen jetzt Gedanken in euch hoch, die eigentlich nicht dazugehören, ja, dann geht bitte auf diese Punkte, das ist eine wunderbare Nervenstimulation, das könnt ihr auch mit euren Händen machen, wenn ihr euch jetzt konzentriert. Ihr könnt die Hände vorher nochmal auch reiben, ne, dass hier Energie in den Händen ist und dann arbeitet ihr hier an diesen Zonen, das ist schon mal sehr wirksam. Ja, hier auch nur noch mal ganz kurz, es sind ja viele Therapeuten auch hier, freut mich also zu sehen, das sind eben auch noch mal Punkte, wo man eben, ihr fragt jetzt, okay, mit dem Kristall, gut und schön, was mache ich? Das Besondere ist, warum Kristall? Weil wir haben so viele Kristalle in unserem Körper. Wir haben Millionen von Magnetitkristallen in unserem Hirn. Ja? Die speichern Informationen, können aber auch neue Informationen aufnehmen. Das ist ein Wunderwerk. Wir haben Selenite in unserem Körper, Calcite, Ferrite. Physiotherapeuten wissen das auch. Aber wir sind kristalline Körper. Die Frage ist, welche Frequenzen oder welche Informationen, wir wissen, dass Kristalle Informationen speichern und die helfen uns nämlich ganz sehr, wenn wir mit diesen Punkten, und die habe ich hier mal aufgezeichnet, die sind bekannt, wenn man mit diesen Punkten, mit den Kristallen arbeitet oder eben auch durch andere Informationsmöglichkeiten, die man eben da drauf gibt, dann können wir Informationen in unsere eigene kristalline Struktur einarbeiten, die uns hilft, diese eigene Stabilität zu bewahren. Ja? Ja, hier seht ihr nochmal auf der rechten Seite, das ist also der Ibarmec mit dem Kristallemitter und der eben dann über das Wasser übertragen wird. Gut, jetzt nochmal das Bild zum Gallium-Arsenid-Kristall, auch nur mal ganz kurz für euch. Der ist eben in der Lage, mit der individuellen Eigenfrequenz der Körperzellen und der DNA aufgrund seines breiten eigenen Frequenzspektrums direkt zu interagieren. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen, das ist die optimale Frequenzbibliothek unseres Planeten. Das heißt, über Jahrmillionen Jahre, was ist da an Informationen eingeflossen von der Erde, auch vom Kosmos, das ist in diesem Kristall gespeichert. Und wir gehen in Interaktion mit diesem Kristall, wenn wir praktisch den auf unseren Körper aufsetzen. Und dieser Kristall ist eben nicht wie jetzt, sage ich jetzt mal, Halbedelsteine und so weiter. Die sind im Niedrigfrequenzbereich, also die liegen so maximal bis 20, 30, manche auch 40 Hertz. Aber hier reden wir eben über Millionen bzw. Milliarden Schwingungen. Ja? Also das ist 7,83 Schwingungen pro Sekunde oder Milliarden Schwingungen pro Sekunde. Also da seht ihr schon nochmal den Unterschied, was das eben für ein Kristall ist. Hier nochmal jetzt dieses Bild, was ich euch zeigen wollte. Das heißt also, sehr wichtig, das ist die perfekte Bibliothek von der Erde, die eben in dem Kristall eingespeichert ist. Das ist unsere eigene Frequenz, ja, unsere individuelle Frequenz, die jeder hat. Da sind eben Probleme drin oder Aussätze oder verquirlte Wollknäuel-DNA. Ja? So, also das liest er aus und daraus entsteht eine neue Interferenzwelle. Und diese Interferenzwelle, das müsste man hier fast auch noch ein bisschen besser zeichnen, da werden eben diese Aussetzer hier, die werden eliminiert sozusagen, harmonisiert, nicht eliminiert, harmonisiert. Das heißt also, da entsteht eine neue Welle, die individuellen Fehlfrequenzen korrigiert. Es entsteht also eine Interferenz, eine individuelle Interferenzwelle, die uns das zurückgibt, was uns in diesem Moment nicht zur Verfügung steht, um eben eine optimale körperliche Regeneration und Aktion zu betreiben.
Dazu ist nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass wir das, was wir gerade glauben, also ich sage es jetzt mal mit meinem Mückenstich, natürlich will ich jetzt kein geschwollenes Auge mit dem Mückenstich haben. Und wenn ich den Kristall jetzt auflege, der wird nicht zuerst meinen Mückenstich bearbeiten, weil der hat jetzt vielleicht ganz andere Themen, die in meinem Körper aktuell wichtig sind. Aber natürlich, wenn ich den Kristall dann hier drauflege und sage, hey, aber ich will jetzt, dass du das machst, weil hier habe ich ein Problem, ich will nicht mit dem dicken Auge hier vorne stehen, dann ist das eine Aufforderung, wo ich also individuell mit dem Kristall arbeiten kann. Also ich denke, das ist diese Scan-Funktion des Kristalles ist hier, glaube ich, ganz gut verstanden worden. Ja, und während dieses Scan-Prozesses wird eben gleichzeitig harmonisiert und das passiert in Bruchteilen von Sekunden und da können eben diese Welleninformationen übertragen werden und das geht eben bis ins Zellinnere rein und aktiviert eben die Körperteile, die wir eben besprochen haben. Ja, das ist auch interessant, das merkt man auch immer. Zu viel Hochfrequenz kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das mag, also die konventionelle Technik mag Hochfrequenz nicht. Also darum geht es eigentlich, ein schönes Bild nochmal. Hier sehen wir nochmal, wenn die DNA, also ihr habt gesehen, wie viel Kilometer oder Stränge von DNA haben. Und wir reden eben nicht nur über jede einzelne Zelle, sondern es geht hier ja um den Komplex. Also im Körper, die DNA bildet dann eine große transformative Welle im Körper. Und das passiert dann eben auch, wenn wir dann nicht, manchmal nicht mehr sichtbar sind oder eben dieses wunderbare Gefühl haben, wenn wir uns mit anderen Menschen vereinen, dass wir einen positiven Einfluss auf andere Menschen haben. Und dass eben dieses persönliche, kompakte Aurafeld, was man ja auch schon messen kann, dass das immer größer wird. Ja? Und das hat man dann auch bei Menschen, die Charisma haben, die kommen irgendwo rein und denken, oh wow, ja? Die haben diese kompakte, große Aura, weil in sich eine kristalline Struktur im Körper besteht, die schwingt, die aktiv ist. Ja? Und wenn ihr jetzt mal Lust habt, einfach auch mal Hochfrequenz körperlich zu spüren, wir haben an unserem Stand Möglichkeiten, wo ihr euch mal befelden könnt, wo ihr auch also mal den Unterschied feststellen könnt zwischen Megahertz und Gigahertz. Also Megahertz ist also wirklich, das spürt man, das haut im Körper rein, da gehen natürlich ganz schnell irgendwelche Blockaden oder Schmerzen weg, aber ich muss deutlich sagen, die Megahertzfrequenzen, die heilen noch nicht. Die bringen nur erstmal Blockaden in die Auflösung, aber man muss dann schon mit Information, also da geht es erstmal um Energie beim Megahertzbereich. Ich push ganz viel Energie in den Körper rein, aber beim Gigahertzbereich geht es um individuelle Information. Das ist ein längerer Prozess, das spürt man nicht jetzt sofort, wenn man manche Leute spüren es, wenn man ihn in der Hand hat, aber je mehr eben der Körper, ich sage es jetzt mal, energetisch aktiviert wird, umso mehr spürt man eben dann auch diese kristallinen Frequenzen. Ja, dann sind wir fertig für heute. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.